Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Diesmal mit einer Folge, die ein bisschen nachgereicht wird zum German Testing Day 2023, da es leider nicht dort geklappt hat, diese Folge aufzunehmen. Ich habe mich mit Andreas Döring über Behavior-Driven Development unterhalten. Er ist ein großer Fan dieser Methode, sieht aber auch skeptisch, wie sie oft genutzt wird. Mit ihm habe ich über falsche Erwartungen, falsche Ansätze und eine nicht optimale Umsetzung von BDD gesprochen. Er gibt uns Tipps, wie man BDD besser einsetzen kann und worauf man achten soll. Viel Spaß beim Hören. Hallo Andreas, schön, dass du hier im Podcast bist. Hallo Richie, ich freue mich. Ja, sehr schön. Wir müssen ja dazu sagen, wir wollten diese Folge ja live am German Testing Day 2023 in Frankfurt aufnehmen, wo du auch gesprochen hast. Aber ein kleiner Stromausfall am Stand hat uns das vermiest. Aber kein Problem. Ja, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben und so holen wir das jetzt nach. Und nichtsdestotrotz, ich freue mich natürlich sehr, dass wir das jetzt auch hier schaffen, so zeitnah auch unsere Folge aufzunehmen. Ich freue mich auch, danke dir für deine Zeit. Genau, du hast ja den Vortrag eingehalten, der hat sich auch ein bisschen angenähert an das Thema Behavior-Driven Development, also BDD, einmal mit ein bisschen auch einem kritischeren Blick da drauf, was und wie man das nutzen kann. Und das finde ich ganz schön, weil wir hatten hier im Podcast schon eine BDD-Folge gemacht und da mal noch vielleicht einen anderen Blick dann auch in der Folge drauf zu geben, finde ich eine super Sache. Aber vielleicht mal, um die neuen Hörerinnen und Hörer noch mal abzuholen, kannst du vielleicht mal erklären uns, was heißt denn eigentlich Behavior-Driven Development oder wo kommt das her? Kann ich gerne machen. Genau, also BDD an sich ist, auch wenn man es vielleicht gerade den Eindruck hat, nichts Neues. Also die Idee selber ist, ich glaube 2006 geboren worden und die Idee ist bestechend wie richtig, dass man versucht, die Anforderungen in einer Art und Weise zu formulieren, dass man sie auch im Test hinterher verwenden kann. Und eigentlich ist es wirklich so ein Zyklus mit, das gesamte Team setzt sich zusammen, das heißt die Anforderungsspezialisten, die Entwickler, die Tester und auch die Kollegen, die die Testinfrastruktur bereitstellen, arbeiten gemeinsam an einem gemeinsamen Vokabular, erstellen damit Testfälle in einer Syntax, die wirklich jeder lesen kann. Das ist üblicherweise Gherkin, kann aber auch was anderes sein. Und dann werden diese Testfälle halt genommen im Rahmen der Entwicklung eines Sprints oder in welchem Entwicklungsprozess auch immer entsprechend abgearbeitet, entwickelt. Parallel kann die Testautomatisierung starten. Und am Ende sind hoffentlich ganz viele grüne Tests mit dabei. Und dann hast du wirklich eine gemeinsame Sprache über alles. Und das gesamte Team arbeitet wirklich von der Anforderung bis zum Testen mit dem gleichen Kenntnisstand, mit der gleichen Sprache. Und das ist eigentlich auch genau das Spannende an BDD. Ist eigentlich ein sehr naheliegendes, sehr schönes Vorgehen und ich bin auch tatsächlich ein großer Fan von BDD. Ich sehe nur manchmal so ein paar Praktiken, die mir einfach so ein bisschen schwerfallen zu glauben, dass die gut sind. Aber ansonsten die Idee, wirklich mit Anforderungen zu beginnen und das wie so eine Art Test-Driven Zyklus dann durchzuführen. Absolut richtig und gut. Woran liegen denn für dich da die großen Vorteile, also mal unabhängig von den Problemchen, die es vielleicht gibt? Also für mich ist der große Vorteil tatsächlich, eine einheitliche Sprache zu haben. Ich hatte es vorhin schon gesagt. Aber ansonsten wenn man sich nicht auf eine Sprache einigt, passiert es halt oftmals, dass Business irgendwas gefordert hat, die Entwickler haben irgendwas anderes implementiert, vielleicht leicht verstanden oder ein paar Sonderfälle nicht oder anders aufgefasst. Und wir als Tester kommen sowieso dann immer noch zu spät hinten dran. Diesen ganzen Zyklus wirklich zusammenzupacken und wirklich zu sagen, wir haben eine Sprache, wir haben eine Basis, mit der wir uns unterhalten, den gesamten Zyklus durch das ganze Projekt mit durch. Das ist für mich BDD, wie es sein sollte. Und das ist für mich eigentlich auch so der Kern, der große Vorteil von BDD. Hast du vielleicht für uns noch so ein bisschen, basiert ja häufig auf User Stories, gerade in der agilen Entwicklung. Ich meine, natürlich lässt sich das auch bei anderen Anforderungen hinterlegen, aber wenn ich so eine User Story habe, wie viele von diesen Sprachkonstrukten habe ich denn meistens da dazu? Oder wie hast du da für uns ein bisschen ein Gefühl? Reicht da für eine User Story so ein Test? Oder was ist da so typisch, was du in der Praxis da erlebst? Das ist wirklich ganz bunt gemischt.
Also normalerweise versucht man ja innerhalb eines Szenarios ein Verhalten zu beschreiben. Und die Frage ist dann halt, wie groß ist deine User-Story oben drüber, die das dann entsprechend auseinanderdröselt. Es kann im besten Fall ein 1:1 Matching sein, also jede User-Story ist ein Szenario. Das kann aber, wenn ich die ganzen Sonderfälle in einer User-Story mit abhandle, natürlich auch entsprechend skalieren und dann sind es dann in einer User-Story, keine Ahnung, 3, 4, 5, gerne mehr, Szenarien, die sich dann hinten dran halt angliedern. Okay. Und also das Vorgehen ist ja, die Anforderer schreiben ja diese Szenarien ja quasi mit und die werden dann quasi ja im Doing, in der Umsetzung dann einfach auch mit implementiert als Testautomatisierung. Ne? Genau. Und ja, jetzt bist du ja nicht so ganz glücklich mit dem, so wie es in der Praxis manchmal läuft oder wie es verwendet wird. Was sind denn so die Punkte, die dich dabei stören? Genau, also was ich tatsächlich immer wieder erlebe, sind Kollegen häufig wirklich aus dem QA-Bereich, die sagen, ich möchte BDD machen, ich möchte meine Testfälle in Gherkin schreiben und nenne das Ganze dann BDD. Und dann sind wir wir haben ein Anforderungsmanagement in irgendeinem fancy Tool gemacht, wir haben entwickelt und wir ganz am Schluss setzen uns nochmal hin und schreiben nochmal Anforderungen. Und das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Vor allem, weil ich ich verliere letztlich diesen Benefit dieser gemeinsamen Sprache und versuche den irgendwie am Ende in den Prozess nochmal reinzuschmuggeln. Wie gesagt, ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Das ist etwas, was wir als QA dann machen und nochmal, ich habe auch nichts dagegen, seine Testfälle in Gherkin zu schreiben. Wer das machen will, ist völlig gut. Wenn es dir hilft, dann mach das. Aber oftmals ist es wirklich halt so wir machen das mal noch, weil es cool ist, weil es fancy ist, weil es mein Tool kann, warum auch immer, aber letztlich zieht man sich ja dann auch eine Schicht in seine Automatisierung noch mit rein, die man nur für sich selber macht. Also wir müssen sowieso auch trotz BDD, trotz Gherkin, müssen wir die APIs ansprechen, wir müssen das User Interface ansprechen, wir müssen alle möglichen Infrastruktursachen ansteuern. Und da jetzt nochmal eine Schicht oben drauf zu packen, die wahrscheinlich oder im klassischen Fall nur für mich ist, fällt mir schwer zu glauben, dass das wirklich ein Mehrwert ist. Und da ist für mich der Ansatz, eher wirklich in die Automatisierung selber reinzugehen, zu gucken, wie baue ich die auf, mit welchen Tools arbeite ich dort, mit welchem Framework. Aber sowas wie ein TestNG oder ein JUnit habe ich sowieso dann immer in meinem Projekt mit drin. Da kann ich auch, wenn ich es nur für mich selber mache, den Aufwand sparen, mir noch eine Gherkin-Sprache zu überlegen, die das Ganze nochmal abstrahiert. Dann kann ich es auch direkt so ausimplementieren. Wenn ich natürlich den kompletten Fluss hätte, dann macht es Sinn. Das heißt also, du siehst die Sinnhaftigkeit schon da drinnen, dass es einfach auch in der Anforderungsphase mit diese Szenarien entstehen und quasi da schon früh mitgedacht werden und nicht erst am Schluss irgendwo als Testfall dann noch mit dazugebaut werden, weil dann ist da hat der Entwickler ja nichts davon, auch mehr, ne? Der hat quasi dann da ist das Kind schon in den Boden gefallen. Ne? Also wirklich dieses Thema Kommunikation im Team und weißt du auch aus eigener Erfahrung, dass Projekte eigentlich immer ein Kommunikationsproblem sind oder Herausforderung. Und die Projekte halt wirklich daran scheitern, der eine versteht so, der andere versteht es anders, der dritte hat noch eine ganz andere Idee und der vierte sagt, in der Infrastruktur können wir das aber so nicht umsetzen, weil kommt demnächst ein Update oder irgendwas anderes. Habt ihr noch an Security gedacht? Da kommt ja auch klassischerweise von hinten erst rein. Und diesen ganzen Kommunikationsprozess dann wirklich so möglichst früh an den Anfang zu packen und dann wirklich kontinuierlich zu testen. Also auch die Gherkin-Testfälle schreibe ich ja nicht, damit ich sie einmal am Ende ausführen kann, sondern eigentlich wirklich in eine Pipeline reinhänge und dann kontinuierlich immer und immer wieder mit jedem Sprint, mit jedem Release, im besten Fall mit jedem Commit halt mitlaufen lasse. Und da ergibt für mich Testautomatisierung Sinn. Und genau, dann macht BDD für mich Sinn. Ich glaube, das ist auch also darauf zahlen ja ganz viele Methoden aus dem agilen Kontext mit ein, einfach diesen Austausch zu fördern, möglichst früh Anforderer, Tester, Entwickler, wen auch immer da zusammenzubringen, damit man da einfach mal spricht über diese ganzen Sachen und da ein gemeinsames Verständnis hat. Ne? Also und ich glaube, BDD ist da auch ganz, ganz wichtig, ja. Oder ein guter Zugang dazu, einfach darüber zu sprechen. Was heißt denn so ein Szenario? Was steckt denn da drinnen? Genau. Und was wir auch beobachten in den Projekten ist, dass oftmals das Management sagt ich habe das mal gesehen, das sieht einfach aus,
Also mach doch mal bitte jetzt auch Gherkin-BDD. Dass es so als Managementvergabe reinkommt, das finde ich auch nicht den richtigen Ansatz, weil nur weil etwas einfach aussieht, ist es noch lange nicht einfach. Und die Kunst beim BDD ist wirklich die Frage, wie schreibe ich diese Feature-Files, mit welcher Syntax gehe ich dort ran, mit welchen Parametern, wo schreibe ich meine Testdaten hin und so weiter. Ich habe, wie gesagt, eine Ebene halt mehr, die ich dann immer noch mit in meine Automatisierung reingreife. Und das muss halt einfach klar sein, dass das im Projekt mit berücksichtigt werden muss, dass man sich im Zweifelsfalle wirklich eine neue Ebene an Code reinholt. Also jedes Gherkin-File ist für mich ein Code, wie es halt ein Java-File wäre. Und mit dem muss ich entsprechend umgehen, auch sorgfältig. Und das ist halt erstmal mehr Aufwand. Ja, ich glaube auch, das ist immer etwas, also es sieht ja so schön aus, ne? Man hat dann diese lesbare Syntax, auch irgendwo dieses Gherkin-Format, ne? Das ist auch schön. Und dass dahinter halt aber auch viel Technik steckt, die das auch einfach dann umsetzen muss, das wird dann oft ein bisschen verkannt an dem Ganzen. Also nicht alles, was leicht aussieht, ist auch leicht. Genau. Wir haben, glaube ich, alle das Scrum-Manifest gelesen. Wie viel brauchen wir jetzt, um Scrum zu initialisieren? 15 Jahre, 20 Jahre? Aber das sind auch nur 10 Seiten gewesen initial. Und also da gibt es einfach keine Korrelation zwischen dem. Es sieht einfach aus und das ist tatsächlich nichts bringend. Ja. Hast du denn so ein paar Argumente oder so, die man dann so einem Manager auch mitgeben kann? Oder der sagt, komm, jetzt machen wir hier alle, sagt der Herr Andreas, können Sie das hier nicht einfach für uns machen? So ein paar, sieht doch so schön aus. Ne? Ja, es sieht schön aus und natürlich kann man damit auch irgendwie alles machen. Also direkt, wir sagen, bin du mehr so ein Praktiker und würde es im Zweifelsfall auf den POC rauslaufen lassen und sagen, okay, wir probieren das mal in deinem Kontext mit auf. Und dann schauen wir mal, wie sind deine Schnittstellen, mit wem redest du, mit welchen Tools arbeitest du, welchen Aufwand erzeugst du dir jetzt wirklich damit? Und das an einem relativ einfachen Beispiel und an der Diskussion auch zu überlegen, welche Teile von meiner Software will ich denn überhaupt mit BDD testen? Muss ich wirklich den kompletten Akzeptanztest damit abbilden? Macht es vielleicht Sinn, irgendwo klein anzufangen? Und in den meisten Fällen ist es der letztere Teil. Also klein anfangen, Erfahrung sammeln und dann groß zu gehen, als dann gleich mit der Keule zu kommen und sagen, wir machen den ganzen Akzeptanztest mit BDD. Aus dem Hintergrund, technisch funktioniert es, aber es ist einfach elendig aufwendig. Und da bin ich mehr pragmatischer und sage, okay, lass uns doch einfach klein anfangen und dann dort Erfahrung sammeln, wie es bei dir ist. Ja, ich finde, da sprichst du auch was ganz Spannendes an, weil ich habe auch immer die Erfahrung, gerade wenn BDD eingesetzt wird, dass man dann alles damit machen möchte. Ne? Also ich habe am besten alle Testfälle da rein und da entstehen dann ganz komische Konstrukte, weil alles in diese Syntax reingepresst ist, was ich vielleicht in einer Tabelle oder so viel einfacher darstellen könnte oder in irgendeinem Data-Driven, Keyword-Driven oder mit einer anderen Methode oder als Äquivalenzklasse oder irgendwie anders darstellen könnte. Aber nein, das muss dann in dieses Format gepresst werden und dadurch wird es sogar unverständlicher, was eigentlich die Kernanforderung vorneweg war. Ne? Gerade im Thema Akzeptanztest, da hast du ja dann schon die relativ aufwendigen Testfälle, die meistens im UI anfangen oder vielleicht auch im mobilen Bereich mit, ich scanne dort ein Dokument, lade das irgendwo anders mit hin, mache damit irgendwas. Da sind schon per Definition sehr, sehr lange Testfälle mit dabei. Und die jetzt noch in Gherkin reinzuprügeln mit Given, When, Then, ja, eigentlich habe ich die ganz viele Schritte. Dann macht man eigentlich BDD nur noch um BDD willen. Sich aber hinzusetzen, diesen ganzen Prozess dann zu strukturieren und zu sagen, okay, jetzt habe ich Applikation 1, da geht es wirklich, oder das erste Verhalten, den ersten Schritt, nehme das Dokument auf, lege es in irgendeine Datenbank, File-Server, wo auch immer halt mit ab. Das ist der erste Schritt. Dann können wir doch schon mal mit BDD angucken, welche Sonderfälle gibt es dort. Und sich dann so tippeltappeltour durch seine ganzen Prozesse durchzuarbeiten. Ich glaube, auf der Ebene, auf diesem Granularitätslevel, da macht ein BDD für mich deutlich mehr Sinn als gleich mit dem Holzhammer. Wir machen jetzt alles mit BDD. Am besten noch die Unit-Test und am besten noch die Akzeptanztest und eigentlich alles. Und dann ist es ein Selbstzweck für sich selber. Und Wie ist denn da so deine Meinung dazu? Ich habe das manchmal schon gesehen, dass diese Given, When, Then Konstrukte etwas ausarten, also wo es dann ganz viele Wenns und Thens gibt, über 10, 15 Zeilen. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, was der Standard sagt oder die Literatur, da kannst du für uns vielleicht auch nochmal gleich aufstellen, aber würde mich zum einen interessieren, was ist so der Standard und was ist in der Praxis noch praktikabel? Also direkt, wie du es gesagt hast, es gibt keinen Standard, der sagt, du musst das so machen. Ich persönlich orientiere mich so ein bisschen an 2 Richtlinien. Das eine ist das
Clean-Code-Prinzip. Also versucht das halt wirklich an einer Stelle zu sammeln, also don't repeat yourself als Prinzip oder keep it simple stupid als zweites Prinzip mit dabei. Und einen Testfall, wir sagen, weil du auch eine Zahl gefragt hat, ist eher in der Region 5 bis 7 Zeilen zu bringen. Auch so ein bisschen aus der Überlegung raus, mir persönlich muss es ja auch Spaß machen, den Testfall dann wieder zu sehen und auch einem halben Jahr später weiter zu verstehen. Und wie du schon gesagt hast, wenn ich so eine A4-Seite voll mit Anweisungen habe, das ist irgendwie sehr frustrierend und für mich auch nicht nachvollziehbar. Und dann macht so ein Testfall dann eher wirklich 5 bis 7 Zeilen so als Richtlinie dann mehr Sinn. Und dann bin ich wieder genau bei dem Punkt mit, ich muss diesen ganzen großen Prozess, den ich habe, halt in lauter kleine Schritte zerhacken, damit ich das machen kann. Und wenn ich das gemacht habe, habe ich ja jeden einzelnen Schritt von dem gesamten großen Prozess auch mit drin. Und dann ist für mich die Frage, muss ich diesen ganzen Durchlauf wirklich noch durchtesten? Ja. Und da habe ich den schon mit erschlagen. Und meistens habe ich das. Ja, genau. Ja, hast du noch so ein paar Sachen, wo du sagst, das müssen wir eigentlich besser machen in der Zukunft? Das läuft manchmal echt schief? Wie du vorhin das Beispiel halt hattest, also auch mehrere Given, When, Then oder am besten noch Given, When, End und so weiter, sich da wirklich dran zu halten. Also ein Szenario ist ein Verhalten. Und das vielleicht so als zweites Prinzip dann noch mit rein. Und ansonsten ist es halt wirklich ganz viel, nimm dir Zeit, sammel Erfahrung, wie das für dich in deinem Umfeld passen kann. Glaub nicht an die Tutorials. Tutorials bringen dir zwar die Syntax bei, aber nicht die Frage, wie es bei dir wirklich funktioniert. Und deswegen dann auch wieder das Thema, starte klein, probier dich aus, sammel Erfahrung. Und ich denke, dann kann BDD sehr gut funktionieren und tut es auch in der Praxis. Und ja, fokussiere dich wirklich darauf, Verhalten zu beschreiben. Und, ja, manchmal auch so Testfälle mit, öffnet das Dropdown, gib in die Eingabezeile was ein. Diesen Detailgrad würde ich versuchen, möglich aus den Testfällen rauszulassen, weil das wird sich irgendwann noch mal ändern. Also schreibe ich meine Feature-Files alle nur weil sich jetzt das Dropdown geändert hat und wir haben noch Grading-Buttons drin. Okay, also gar nicht auf dieser Ebene zu wirken, sondern einfach noch drüber zu gehen, ne? Und gar nicht die konkreten Elemente anzusprechen. Genau. Und letztlich ist es auch wieder der Punkt mit, welche Ebene möchte denn Projektmitarbeiter oder dann Kollegen dort mit beschreiben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Business-Analysten gibt, der wirklich Freude daran hat, die UI in dem Detailgrad mit zu spezifizieren und dann vor allem auch weiter zu pflegen. Ja, na klar. Eigentlich haben wir schon genug damit zu tun und das ist auch gut und richtig und wichtig, diese Verhalten wirklich zu beschreiben mit, okay, das sind die Zustände, die muss ich ja durchgehen, das sind die Randbedingungen, die ich beachten muss, das ist aus juristischer Sicht noch zu beachten und so weiter. Das sind so viele Fragen. Ich denke, diese Abstraktionsebene, also eben, was ist Verhalten, was passiert in meinem System, in meiner Anwendung. Ich denke, die Ebene reicht da vollkommen aus. Ja, ich glaube auch, das hast du gerade angeschnitten, das ist so essentiell, dass man das auch nochmal sagen muss. Ne? Also dieser Weg zu der Syntax hin, ne? Ich glaube, der bringt ja total viel Klarheit einfach auch, was will ich denn eigentlich mit dem, also auch für den Anforderer oder Tester oder Entwickler, wer da auch immer mitwirkt am Anfang, das einmal zu formulieren und zu schreiben auch und zu durchdenken. Ne? Das ist eigentlich der Trick dabei. Ne? Also, dass man dass man hier einfach nochmal viel Verständnis schafft, was will ich eigentlich mit dieser Anforderung erreichen und wie soll die eigentlich funktionieren. Ne? Das ist auch die größte Herausforderung, die wir in den Projekten tatsächlich halt immer wieder sehen. Also hat Business an alles gedacht? Da haben wir aus technischer Sicht nur noch Anmerkungen, gerade das Thema Security. Können wir das so machen? Da haben wir dann noch Einschränkungen. Und diese Kommunikation einfach, die brauchen wir sowieso im Projekt. Die muss natürlich auch da sein, damit ich sowas wie BDD machen kann. Wenn ich das nur für mich selber mache, dann haben wir wieder den Fall mit, ich mache es nur für mich, aber bringt eigentlich nichts. Und dann ist eigentlich der einzige Schritt, die einzige Veränderung, die ich in meinem gesamten Prozess mache, dass ich die Anforderungen nicht mehr in irgendeiner Freitextform mache, sondern gleich in einer formalisierten Form. Das wäre für mich so ein Roundup, wenn ich ein gutes Anforderungsmanagement habe, was wirklich schon im ganzen Team funktioniert, dann lass uns über die Sprache reden. Wenn ich das nicht habe, kümmere dich doch erst um die Frage, dass die Kollegen miteinander kommunizieren. Ja, ich glaube, da steckt ganz viel drin. Ich hatte gestern auch ein Gespräch zu Model-Based Testing, ne, und modellbasiertes Testen. Das habe ich auch erst da wieder mal so richtig verstanden. Der Spaß beginnt eigentlich, das Modell zu erstellen. Das ist
sich zu überlegen, wie sieht so ein Modell aus. Und im Prinzip ist ja so ein Gherkin-Format ja auch gewisserweise ein Modell, was entsteht anhand des Prosatexts oder der Idee, die einfach da ist. Ne? Und da ist so quasi der Kern drinnen, wo eigentlich, ja, wo man sagen kann, da entsteht die Klarheit, das Wissen. Ne? Und die Testautomatisierung dahinter, das ist ja dann eigentlich schon, ja, das ist das Benefit dann noch, den ich dann davon habe, aber die schöne Sache passiert schon davor, ja. Genau. Was man auch beachten muss, nur weil man BDD macht oder seine Testfälle in Gherkin schreibt, ich muss ja trotzdem die ganze Automatisierung halt pflegen. Also auch, dass die Infrastruktur muss da ist. Und wenn ich es kontinuierlich ausführe, kann ich in alle Testsysteme reingreifen, stehen die mir überhaupt kontinuierlich zur Verfügung. Und ja, also man hat dann letztlich den ganzen Zoo dann schon am Anfang des Projektes und da kann man dann, glaube ich, am ehesten noch darauf einwirken, dass das Projekt dann auch insgesamt ein Erfolg wird. Aber ja, Kommunikation ist halt alles. Ja. Wie würdest du denn sagen, wenn jetzt hier einige Zuhörerinnen sagen, oh, das möchte ich in meinem Projekt auch machen. Wir haben bei uns einen guten, also es läuft irgendwie, da werden irgendwie User Stories geschrieben, irgendwer testet irgendwas rum, irgendwer entwickelt irgendwas und so. Was würdest du sagen, wie kann man beginnen, am besten als Team oder als Einzelperson sowas auch mal reinzubringen? Ich glaube, das wird an der Stelle wirklich projektspezifisch, aber ich würde tatsächlich irgendwo einen kleinen Baustein raussuchen. Das muss nicht mal irgendwas im Frontend sein. Irgendwas. Also ich würde nicht mit dem großen Akzeptanztest anfangen. Ich würde eher gucken, ein gut funktionierendes Team zu haben, wo auch der PO mitspielt oder die Business-Analysten, dass das funktioniert und sich dann einfach mal zu einem gewissen Sprint zum Anfang Zeit nehmen und sagen, okay, wir formulieren das jetzt wirklich mal in unserer Syntax aus. Das kann Given When Then sein, was wir in Projekten auch ganz gerne verwenden oder gut funktioniert, ist zum Beispiel das Thema Gauge. Das ist einfach wo die Testfälle in Markdown geschrieben werden. Das ist letztlich etwas freier als das Given When Then Format, aber die Idee ist genau das Gleiche. Es schreiben halt etwas, was für alle lesbar ist. Und dann, wie gesagt, einfach klein starten und dann, ja, wie gesagt, gerne im Backend vielleicht oder im Frontend irgendwie wirklich eine kleine Komponente und dann damit starten und zu gucken, funktioniert es in meinem Bereich, wenn es dort funktioniert, dann entsprechend rauszubringen, vielleicht dann auch so übergreifende Themen anzufangen, also Frontend und Backend miteinander zu verheiraten. Also eher in dieser Ecke Integrationstest. Okay. Jetzt haben wir natürlich da auch ja immer den Bruch zwischen Anforderung und Technik, ne, zwischen Fachlichkeit und Technik, das wird ja damit irgendwie überbrückt. Und da ist natürlich auch immer die Frage, wie bilde ich das toolmäßig mit ab? Du hast jetzt gerade Markdown erwähnt, das ist natürlich ein reines Textformat, ne, wo ich meine Testfälle drinnen schreibe. Was sind denn so, wenn du so an deine Projekte denkst, die besten Toolchains, die du da so gesehen hast? Ne? Man kann das ja in ganz vielen Varianten implementieren, aber hast du da sowas parat, wo du sagen kannst, das sind gute Tools, die sich dafür eignen oder Plugins? Also ich tatsächlich versuche das Thema Tools ein bisschen zu vermeiden, auch wenn ich Testautomatisierer bin. Was natürlich häufig kommt, ist Cucumber. Das Serenity Framework wird auch regelmäßig verwendet. Gauge hatte ich schon verwendet als Möglichkeit, eben auch mit Markdown-Files zu arbeiten. Also, ansonsten einfach bei Google eingeben und gucken halt, welche Tools tatsächlich jetzt oben kommen. Es gibt jetzt nicht das Framework, was irgendwie besonders toll funktioniert. JBehave fällt mir jetzt auch noch von der Seite mit ein. Eigentlich funktionieren fast alle Tools. Es gibt eigentlich wenig Einschränkungen, wo du sagst, okay, da geht was gar nicht. Was ja letztlich halt immer nur eine Schicht oben auf deiner ganzen Automatisierung oben drauf ist. Und die musst du sowieso pflegen. Und da hast du den normalen Toolstack, wie du es jetzt auch schon hast. Möglicherweise Selenium, irgendwelche anderen Tools auch kommerzielle Tools und dann irgendwelche anderen API-Tools, weiß der Geier was. Aber sie funktionieren eigentlich fast alle Tools. Und das sind ja dann schon eher auch der technischere Part. Ne? Jetzt, die Anforderungen werden ja häufig in irgendwas wie Jira oder sowas beschrieben. Sagst du den Anforderungen dann, nee, ihr müsst jetzt hier noch irgendwo das anders hinpacken? Oder wie schafft ihr den Transfer da? Habe ich tatsächlich keine klassische Antwort, was dann wirklich sehr, sehr projektspezifisch ist. Also die meisten Anforderungstools bieten ja irgendeine Möglichkeit, entweder direkt in Gherkin was zu schreiben. Ansonsten gibt es immer eine Möglichkeit, sich die Sachen irgendwie raus zu extrahieren.
Die meisten IDEs, das heißt IntelliJ, Visual Studio Code oder IntelliJ, bieten auch entsprechende Plugins, um dann dort die Feature-Files drin zu schreiben. Die Frage wäre dann, ob die Business-Analysten dann auch die Feature-Files in IDE schreiben wollen. Weiß nicht, da kommt es wirklich auf das Projektkontext mit an. Ansonsten, ja, die klassischen Anforderungsmanagement-Tools können eigentlich fast alle sowas wie Gherkin halt auch mit abspeichern. Ja. Und dann ist für mich immer noch die Frage, wie kriege ich die Daten von dem Tool A in meine Pipeline mit rein? Wie kann ich es exportieren? Ja. Und das gibt es garantiert für Jira, es gibt für X-Ray-Plugins, die das Ganze mit Gherkin verheiraten. Octane fällt mir jetzt gerade mal als Beispiel mit ein. Aber wie gesagt, das wird dann sehr projektspezifisch an der Stelle. Ja, also ich glaube auch, das ist in jedem Projekt auch eigen. Ne? Ich glaube aber auch ein ganz wesentlicher Punkt, weil sagen wir, die Akzeptanz von der technischen Seite, die Automatisierer, die Entwickler, die sind ja alle fein mit ihren Tools, das ist ja alles, die können das alles bedienen, aber sagen wir so ein klassischer Fachbereich, der nur so Web-Oberflächen gewohnt ist und da so ein bisschen was eingibt, den muss man einfach, glaube ich, gut abholen, damit er da jetzt nicht irgendwie in eine Schockstarre verfällt, von wegen, ich muss jetzt da in Visual Studio rein und da irgendwelche Files mit reingeben, was dem vielleicht nur Stress macht. Ne? Also ich glaube, da muss man einfach auch darauf achten, dass man das gut einbindet von Anfang an auch, dass dass da ein guter Transfer auch stattfindet. Wie gesagt, also wer mit Web-Oberflächen und Jira vertraut ist, kann sich gerne Richtung X-Ray mal umschauen. Da gibt es entsprechende Möglichkeiten, das auch zu machen. Ja, sehr schön, Andreas. Vielen, vielen lieben Dank für diese Einblicke, die du uns da gegeben hast. Man noch ein bisschen anderen Blick auf BDD mit ein paar Tipps, wie wir es besser einsetzen können in den Projekten, worauf wir achten können. Ich fand es spannend für mich. Ich habe selber schon wieder 2, 3 Ideen, was ich bei meinen Kundenprojekten damit jetzt machen kann, wo ich es vielleicht noch einmal ausprobiere auf eine andere Art und Weise. Also, und darum soll es ja hier auch in den Podcasts immer wieder gehen, einfach zu inspirieren und neue Ideen reinzugeben und mal auch ein bisschen einen kritischeren Blick drauf, wie es manchmal in der Praxis läuft. Und wie du schon gesagt hast, BDD wird manchmal auch echt krude verwendet, um da baut man sich vielleicht manchmal mehr technische Schulden auf, als man eigentlich möchte. Genau. Und wie gesagt, die Message für mich ist wirklich nur, was einfach aussieht, ist es etwas, was trotzdem gepflegt werden darf und soll. Und man soll sich einfach dessen bewusst sein, dass man jetzt nicht mit BDD sich das Allheilmittel ins Projekt reinholt. Im schlimmsten Fall ist es schlimmster Fall. Soll nicht passieren. Genau. Aber man sollte halt sehr bewusst damit umgehen. Und dann ist BDD eine sehr feine Sache und eine sehr schöne Sache. Und genau, kann sehr viele Vorteile bringen. Ja, das ist ja ein schönes Schlusswort. Danke dir. Danke dir, dass du dabei warst und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal auch live wieder irgendwo bei dir in Dresden oder auf einer Konferenz und dann können wir die Live-Folge auch nochmal nachholen. Das machen wir auf jeden Fall. Danke dir. Ja, danke auch. Schönen Tag noch. Ciao. Ciao.